mitbekommen hast auf der Pressekonferenz nach dem heutigen Easy Credit BWL-Spiel zwischen dem MHP RIESEN Ludwigsburg und dem FC Bayern München vor 4.500 Zuschauern mit dem Ergebnis 65:75. Waren wir die Trainer beider Mannschaften und zunächst der Kommentar des Gästecoaches Alexander Djordjevic. Coach, please your comment on the game. Well, I would, first of all, of course, very, very important win for us, maybe in Bundesliga, the most important one till now. This is an unbelievably tough place to play, and like Coach Patrick said just a minute ago, good battle, and this was really a battle, and I can be satisfied with the basketball and physical answers in most of the game, how we did against the very physical Ludwigsburg team. I believe it was a lot of individual challenges, a lot of body to body, a lot of contacts. We should have, and we did most of the game, stop their transition game where they are very, very dangerous, and that they are maybe the best weapon playing here with a lot of ball handlers and extremely aggressive offensive rebounding team. We had 10 offensive rebounds in the first half. Second half we tried and did a little bit better job, but still it was a big key for us, those two aspects of the game, defensive transition and offensive rebounding. At the end, the important thing is a win. Our defense was very solid, I believe. We anticipated their plays. We couldn't play that good in a low post, and that's something that we should look really thoroughly into it and understand how to get better in that. Basically, just good win. Looking forward to another Euro Cup important game. Playing as a team and playing together, and it's something that made me satisfied. But obviously it was a game with a lot of fouls, a lot of contacts, a lot of uncalled things, and referees are here to have the hard nights as us and to clean up the game. We are there to help them with our attitude and trying to play our best, but this is it. It was it was a tough night for in a big part. Thank you, Coach. I will shortly translate. Also zunächst einmal ist es natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg für den FC Bayern, vielleicht sogar der wichtigste Sieg in der Bundesliga in der Saison. Ludwigsburg ist wirklich ein schwerer Ort zum Spielen. Das war, wie John Patrick bei der Begrüßung hier beim Reinkommen gesagt hat, das war ein good battle, ein guter Kampf, und Coach Djordjevic ist zufrieden mit den Antworten, die seine Spieler gefunden haben auf das physische Spiel. Es gab heute sehr viele individuelle Challenges, sehr viel Kontakt, und wichtig war, dass Herr Bayern die Ludwigsburger gestoppt hat in der Transition, was eine der besten Waffen der Ludwigsburger ist, gerade hier, und ein weiterer wichtiger Schlüssel waren die Offensive Rebounds, die man kontrolliert hat, und am Ende ist natürlich das Wichtigste, dass man die Spiele gewinnt. Jetzt schaut Bayern voraus auf die nächsten Eurocup, auf das nächste wichtige Eurocup-Spiel. Und noch ein Wort zu den Schiedsrichtern, die natürlich auch heute einen harten Stand hatten. Und das natürlich auch deren Job ist, auf dem Feld für Ordnung zu sorgen. Das ist also das Statement von Alexander Djordjevic. Und John, dein Statement zum Spiel bitte. Ja, erstmal ein super Kulisse hier. Für beide Mannschaften, es gibt keine laute oder keine andere Linie mit so viel Enthusiasmus. Ich bin sehr stolz, wie unsere Fans uns unterstützt haben. Und ich möchte Coach Djordjevic und der Bayern-Mannschaft gratulieren. Wir wollten zum Korb ziehen, wir sind zum Korb gezogen, haben 47 Layups geschossen. Leider sind wir nicht so viel zur Freiwurflinie gegangen, als wir dachten. Wir dachten, wenn wir so attackieren, dass wir mehr zur Freiwurflinie gehen. Wir sind nur 20 Mal gegangen, ein sehr physisches Spiel. Wir haben auch viele einfache Korbleger verschossen, nur 17 von 47.
aber das ist so, Bayern ist sehr lang und wir haben wichtige Blockshots gekriegt und wir haben gekämpft. Wir haben für 40 Minuten gekämpft, nicht immer klug, besonders am Ende des ersten, zweiten Viertels haben wir Chancen gehabt, den letzten Schuss zu kriegen und wir haben es sehr dummerweise früh geschossen und dann Bayern die letzte Aktion gegeben und die waren vielleicht diese Momentum-Changers war der Unterschied, aber ich glaube, wenn wir so hart spielen und mit solcher Defense könnten wir viele Big Games gewinnen. Heute hatten wir nicht die nötige Glück, aber Bayern ist eine sehr gute Mannschaft, die haben schwierige und wichtige Shots getroffen am Ende der 24 Sekunde Uhr und die haben verdient gewonnen. Danke, John. Fragen an die Trainer? Questions, please. Question to Mr. Djordjevic. What do you expect for your team for the rest of the season, the title race? For the rest of the season? The title race in the Champions. Don't put that in front of us. We're third or fourth. There are others in front of us, and we have to just play our game. Next game is the most important one. I don't want to think even about it because that's the biggest mistake we can do. And since the beginning, it's always interesting for you guys to talk about it and write about it and understand it, but I don't want to talk about it. We just have a next game and the competition just goes on. Bundesliga is unbelievably physical, quick, demanding league. A lot of great players, great coaches. Gyms are always full. This is what I expect, to respond in this way in the places like this. Also angesprochen auf die Frage, was denn die Erwartungshaltung für die weitere Saison ist. Zum Beispiel Titel, darüber möchte Coach Djordjevic noch nicht sprechen, sagt, es sind zwei, drei Mannschaften vor ihm. Und auch zum jetzigen Zeitpunkt der Saison wäre es der größte Fehler, den man machen könnte, über Titel zu sprechen. Weil die Bundesliga eine sehr, sehr taffe Liga ist, sehr physisch, mit sehr schnellen Spielern, sehr guten Spielern, guten Coaches, mit vollen Hallen und von daher wäre es gut, darüber zu reden. Gibt es eine weitere Frage? Die vorne? Eine Frage an John Patrick. Du hast dich lobend über die Defensive geäußert. Ist das, was du aus diesem Spiel mitnimmst, die Defensive, was dir Mut macht für die nächsten Spiele? Die Frage nach der Defensive. Ja, also wir haben heute gezeigt, dass wir eine sehr gute Mannschaft unter 80 Punkte halten können und auch wir haben kein Delay gespielt. Wir haben versucht, den Pace zu kontrollieren. Wir haben leider so viele offene Würfe, nicht nur Quadliga, so viele offene Dreier verschossen, dass aber Defense, wie wir verteidigt, glaube ich, das ist ein guter Grundstein für das nächste Spiel in Athene, gegen auch eine Top-Mannschaft. Und wir wussten, dass Januar sehr schwierig wird. Unser Spielplan ist nicht einfach. Unser nächstes BBL-Spiel, also nicht Cup-Spiel, Pokalspiel gegen Bayreuth. Wir haben 5 weitere Spiele bis Bayreuth und Bayreuth hat kein Spiel dazwischen. Und, aber wir wollen Champions League spielen, wir wollen gegen diese Top-Mannschaften kämpfen und unsere Chancen holen. Heute war es nicht genug. Dankeschön. Ich glaube, da gab es noch eine Frage. Noch eine Frage. Sie haben gesagt, Sie haben viele offene Würfe verschossen. Wenn Sie jetzt Sie blicken auch nach vorne, nach Athen, würden Sie denn sagen, dass Sie durch dieses Spiel mit mehr Selbstvertrauen dorthin gehen oder eher, dass es doch ein bisschen angeknackst ist, das Selbstbewusstsein? Die Frage nach dem Selbstvertrauen der Mannschaft. Ich glaube, die Jungs verstehen, dass wir gut gekämpft haben. Einstellung hat gestimmt, Attitude war gut und
Es ist komisch, in Champions League sind wir die zweitbeste Offensivmannschaft im ganzen Wettbewerb und schießen fast 40% von Dreier. In der Bundesliga auf, glaube ich, verschiedene Gründe sind wir fast die schlechteste Drei-Punkte-Mannschaft von Quote und machen wenig Punkte. Aber das ist eine sehr gute Liga, Bundesliga, und wir wollen es repräsentieren, wenn wir nach Athen gehen, mit Selbstvertrauen. Danke, John. Wenn es dann keine weiteren Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich und wünsche noch einen schönen Abend.